Hey, ich bin René von Paintomancy und heute stellen wir uns die Frage, was kann eigentlich die neue Membran von der Everlasting Wet Palette 2.0 vom Redgrass Games Kickstarter? Beim Auspacken fällt uns direkt auf, dass die Membran irgendwie dicker wirkt. Sie ist nicht so transparent wie die momentane Hydration Membrane und ist auf einer Seite beschriftet. Die Seite, wo das Logo von Redgrass Games draufsteht, soll nach unten. Beim Einsetzen in die Palette sehen wir, dass sich das Papier scheinbar nicht so aufrollt und Falten wirft wie beim Vorgänger. Das liegt wahrscheinlich an der neuen Dicke. Weniger Falten sind eine gute Sache, denn in Falten sammelt sich Luft und deswegen trocknet dort die Farbe schneller aus. Die Falten bekam man bei der alten Membran auch problemfrei raus. Allerdings ist es natürlich eine kleine Quality-of-Life-Verbesserung, da wir uns so das Glattstreifen sparen. Man hat einfach das Gefühl, die Membran sitzt perfekt auf der Palette auf und es bilden sich keine kleinen Bläschen oder sonst irgendwas. Also kommen wir jetzt mal zu den beiden richtigen Hauptfeatures, die ich wirklich unfassbar genial finde. Zu Beginn des Reviews hatte ich angesprochen, dass die Membran zwei Seiten hat. Diese wird nämlich jetzt relevant, denn wir tun nun ein paar Farben auf die Palette. Die Membran hat auf der zweiten Seite ein Satin-Finish. Das ist eine richtig smarte Idee und ist einer der Gründe, weshalb sie besser als herkömmliches Backpapier ist. Auf dieser lassen sich die Farben definitiv einfacher streichen. Man merkt richtig, dass die Farbe nicht auf der Membran antrocknet, sondern permanent verschiebbar ist. Dieses Feature wird gerade beim Mischen von Farben, Farbverläufen oder dem Anmixen von Glazes richtig spannend. Auch wenn ich eine super geringe Menge Farbe brauche, kann ich diese auf der Satin-Seite der Membran viel leichter kontrollieren. Das zweite Feature kommt jetzt, wo wir ein wenig mit der Palette gemalt haben. Denn die neue Membran ist abwaschbar. Sollte also meine Membran einfach zu voll sein, ein neues Projekt steht an oder ich will einfach mal wieder ein Reset auf meiner Nasspalette haben, soll ich das Ganze einfach abwaschen können. Egal welcher Hersteller und das Ganze 3-mal. Und das testen wir jetzt. Als Painting-Studio haben wir ja wirklich einen Haufen Farben von verschiedensten Herstellern. Deswegen tun wir einfach mal von jedem welche drauf. Das Ganze haben wir jetzt einen halben Tag stehen lassen, also praktisch eine ganz normale Malsession und versuchen jetzt die Farbe herunterzuschrubben. Man sieht sofort, dass Schrubben definitiv der falsche Begriff ist. Es geht super leicht mit einem weichen Pinsel. Kein Thema. Das Einzige, das übrig bleibt, ist ein Abdruck von der leicht angetrockneten Farbe. Wie man aber sieht, ist an dieser Stelle wirklich nur die Membran eingefärbt und es gibt keine Farbe ab. Doch was passiert, wenn ich die Farbe länger stehen lasse? So 2-3 Tage. Sagen wir einfach mal, ich habe übers Wochenende vergessen, meine Nasspalette abzuwaschen. Das hier ist unsere Upsi-Palette, die wir geschlossen 3 Tage haben stehen lassen. Die Farben haben sich natürlich gut aufgelöst, da die Feuchtigkeit in der Palette nicht nach außen gelangen konnte. Aber so hatte die Farbe auf jeden Fall eine Menge Zeit, um einzuwirken. Beim Abwaschen sehen wir, dass die Farbe etwas schwieriger abgeht, aber immer noch kein Problem darstellt. Die Einfärbungen sind etwas stärker, allerdings sind diese nur rein optisch und sollten uns beim Malen nicht behindern. Okay, das funktioniert ja wirklich alles wie versprochen. Aber gehen wir jetzt nochmal zu unserer Upsi-Palette zurück. Sagen wir mal, ich habe das Ganze nicht über 3 Tage vergessen, sondern ich war im Urlaub. Und ich habe die Palette auch noch offen gelassen, ich Idiot. Was passiert denn dann? Das war dann doch ein wenig zu viel für die Membran. Aber ganz ehrlich, hat da irgendjemand etwas anderes erwartet? Die Membran ist wirklich mehrfach verwendbar. Das ist Genius Membran, nachdem sie diese 4-mal gewaschen hat. Sieht zwar doof aus, funktioniert aber immer noch sehr gut. Das Einzige, das langsam verloren geht, ist das Satin-Finish. Deswegen kann man wahrscheinlich die Membran auch nicht unendlich oft wiederverwenden. Alles in allem ist die neue Hydration Membrane von Redgrass Games eine richtig tolle Sache. Generell bin ich ein riesiger Fan von der Marke, denn Redgrass Games versucht es immer wieder, irgendwelche kleinen Innovationen in unser Hobby zu bringen. Meiner Meinung nach ist die neue Membran wirklich eine tolle Innovation für jeden Hobbyisten. Sei es jetzt der Gelegenheitsmaler, der wirklich nur alle 5 Tage malt und sich 2 Farben auf die Palette macht und sich dann wieder denkt, jetzt muss ich schon wieder ein neues Sheet nehmen, nur weil ich 2 Farben auf meiner Palette hatte. Oder auch den Profimaler, der auf jeden Fall von dem Satin-Finish der Membran begeistert sein wird. Und falls ihr euch jetzt fragt, wo kriege ich das jetzt überhaupt her? Am 20.05. beginnt der Kickstarter von Redgrass Games für die Everlasting Wet Palette 2.0 und die neue Hydration Membrane wird auch ein Teil davon sein. An dieser Stelle vielen lieben Dank an Redgrass Games, die uns ihre Produkte zur Verfügung gestellt haben
Und natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön an all unsere Patrons und insbesondere unsere Paintomancer und Painto-Warlocks. Und zwar Frederik, Freddy, Freckel, Aruka, Juxe, Marco, Shirlin, Tizian, Diamond, Don Vittorio, Felix, Harlim, Julian, Max, Michael, Nachtmar Senior, Nagashur, Patrick, Pingo Tobi, Sumsi und Dorian. Falls ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann schaut doch mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr nämlich Affiliate-Links von unseren Partnern PK Pro und Taschengeld.de. Und falls ihr bei Amazon einkauft, macht das doch über unseren Affiliate-Link. Also dann, bis zum nächsten Mal. Was, wenn wir die Membran einfach trocken führen? Okay, das reicht schon. Aber die Ränder sind ein bisschen... Ja.